Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in Irkutsk wirklich das Frühlingswetter draußen. Es ist -3 Grad Celsius oder sogar fast null. Die Sonne scheint warm und erst jetzt kann ich sagen, der Schnee beginnt allmählich zu tauen. Endlich ist der Frühling in Sibirien eingetroffen. In diesem Video lade ich euch wieder ein, mit mir einen Spaziergang im Bezirk Solnitschny von Irkutsk zu machen. Dabei könnt ihr den Alltag in der sibirischen Stadt sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Am 8. März wird in Russland der Frauentag gefeiert, also bleibt gerne dran, los geht's! Frauen am Steuer. Im Jahr 2025 waren Frauen deutlich seltener an Verkehrsunfällen schuld als Männer. Das teilte der Pressedienst des Unternehmens Sberstrachowanie am Vorabend des Internationalen Frauentags mit. Gleichzeitig wandten sich im Jahr 2024 Männer und Frauen ungefähr gleich häufig an die Versicherungsgesellschaft, wenn es um Kfz-Versicherung ging. Ein Blick auf die Unfallstatistik für das Jahr 2025 zeigt jedoch deutliche Unterschiede. Von allen Männern, die sich mit Osago-Versicherung an das Unternehmen wandten, waren 35% an den Unfällen schuld. Bei den Frauen lag dieser Anteil deutlich niedriger. Nur 22% aller Anträge von weiblichen Kunden betrafen Unfälle, bei denen sie als Verursacherinnen galten. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei Kaskoversicherungen. Von allen Männern, die solchen Vertrag abgeschlossen hatten, wandten sich 37% wegen Versicherungsunfällen an das Unternehmen. Bei den Frauen lag dieser Anteil bei 28%. Der Pressedienst wies außerdem auf ein weiteres interessantes Detail hin. Zwar schließen Männer häufiger Versicherungsverträge für ihre Autos ab, insgesamt sind Frauen jedoch aktiver, wenn es um Versicherungen geht. Auf sie entfallen 56% aller laufenden privaten Versicherungsverträge des Unternehmens. Besonders beliebt bei Frauen ist ein umfassendes Versicherungsprogramm. Mit einer einzigen Versicherung lassen sich dabei gleichzeitig Wohnung, Gesundheit, Finanzen und das Auto absichern. Im Jahr 2025 wurden 61% dieser Verträge von Frauen abgeschlossen. Sowohl Männer als auch Frauen versichern jedoch meist die gleichen Risiken. Am häufigsten möchten Menschen ihre Finanzen, ihre Wohnung und ihre Gesundheit absichern, zum Beispiel für den Fall von Verletzungen. Auch bei wohlhabenden Kunden zeigen sich ähnliche Trends wie bereits im vergangenen Jahr. Frauen legen dabei vor allem Wert auf die Absicherung der Gesundheit ihrer Angehörigen. Sie schließen freiwillige Krankenversicherungen für alle Familienmitglieder ab und versichern zusätzlich Ehemänner und Kinder gegen Unfälle bei Sportveranstaltungen. Darüber hinaus werden auch Haustiere häufig versichert. Geschenke zum 8. März. Mehr als ein Drittel der befragten russischen Männer ist bereit, zum Internationalen Frauentag am 8. März mindestens 15.000 Rubel für ein Geschenk auszugeben. Das geht aus den Ergebnissen einer Umfrage hervor. Die größte Gruppe der Befragten, 38,8%, plant genau diesen Betrag für ein Geschenk ein. Weitere 30,1% der Männer rechnen mit einem Budget von rund 10.000 Rubel. Jeder fünfte Teilnehmer der Umfrage, also 19,4%, möchte sich auf etwa 5.000 Rubel beschränken. Geringere Ausgaben planen 6% der Männer. Sie wollen nicht mehr als 2.000 Rubel ausgeben. Fast der gleiche Anteil, nämlich 5,7%, erklärte sogar, in diesem Jahr gar keine Geschenke zum 8. März zu machen. Die teuersten Geschenke bereiten Männer meist für ihre Ehefrauen oder Freundinnen vor. Das gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, 52,5%. Weitere 24,2% sagten, dass das wertvollste Geschenk für ihre Mutter bestimmt ist. Rund 5% der Männer planen, ihrer Tochter das teuerste Geschenk zu machen. Etwa jeder Zehnte, 11,1%, erklärte dagegen, dass er für alle Frauen in der Familie Geschenke von ungefähr gleichem Wert kaufen möchte. Die restlichen 7,2% gaben an, dass das teuerste Geschenk an andere Verwandte geht, zum Beispiel an eine Schwester, Großmutter, Tante oder Enkelin. Auffällig ist außerdem, dass viele Männer den Geschenkekauf bis kurz vor dem Feiertag aufschieben. Analysten des Unternehmens betonen, dass Männer die Vorbereitung von Geschenken und Glückwünschen für Frauen durchaus ernst nehmen.
Das zeigen auch die Beträge, die sie dafür einplanen. Viele beginnen jedoch erst am Vorabend des Feiertags oder sogar am 8. März selbst mit den Vorbereitungen. Ein Grund dafür ist, dass Blumen weiterhin zu den beliebtesten Geschenken gehören. Nach Angaben des Unternehmens erwarten etwa 37% der Frauen zum 8. März Blumen zu erhalten. Russisches Öl. Der Sonderbeauftragte des Präsidenten Russlands für investitionsökonomische Zusammenarbeit mit dem Ausland und Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds Kirill Dmitriev teilte mit, dass er mit der US-Seite über eine mögliche Lockerung der Sanktionen gegen russisches Öl verhandelt. Seinen Angaben zufolge wird das Thema vor dem Hintergrund von Äußerungen Washingtons über eine mögliche Überprüfung der Beschränkungen diskutiert. Dmitriev betonte, dass die von Westen verhängten Sanktionen, wie die Praxis zeigt, der Weltwirtschaft schaden. Zuvor erklärte der US-Finanzminister Scott Bessent, dass die USA angesichts des weltweiten Engpasses am Ölmarkt eine weitere Lockerung der Sanktionen gegen russisches Öl in Betracht ziehen könnten. In den letzten Monaten hatte Indien unter Druck der USA seine Einkäufe von russischem Öl reduziert und Importe aus Ländern des Nahen Ostens erhöht. Nach Beginn der Militäroperation der USA und Israels gegen den Iran verschärfte sich jedoch die Versorgungssituation aus der Region. Einschränkungen der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz sowie Angriffe Teherans auf Ölanlagen in Ländern des Persischen Golfs erschwerten die Lieferungen erheblich. Vor diesem Hintergrund begannen indische Unternehmen ihre Einkäufe von russischem Öl dringend zu erhöhen, um den Engpass auszugleichen. Weniger Fremdwörter. Der Sprecher der Staatsduma, Vyacheslav Volodin, rief die Russen dazu auf die Verwendung fremder Wörter zu verzichten, wenn dies nicht unbedingt notwendig ist. Die Mitteilung erschien in seinem Telegram-Kanal. Die russische Sprache verbindet uns alle. Sie ist ein Teil unseres kulturellen Codes. Wir sollten die Übernahme von Fremdwörtern vermeiden und eine fremde Sprache nur dort verwenden, wo es wirklich nötig ist, schrieb Volodin. Er betonte außerdem, dass alles getan werden müsse, um die russische Sprache und die spirituell-moralischen Werte des Landes zu schützen. Erinnert sei daran, dass in Russland seit dem 1. März die Verwendung fremder Wörter auf Schildern eingeschränkt ist. Schilder, Wegweiser und Tafeln müssen nun auf Russisch sein. Ebenso die Namen von Wohnkomplexen und Bauobjekten in der Werbung. 11 Züge bei Rjasan verspätet. In der Region Rjasan haben 11 Züge Verspätung, nachdem die Eisenbahninfrastruktur beschädigt wurde. Das teilte die Moskauer Eisenbahn, eine Tochtergesellschaft der russischen Eisenbahnen RŽD, mit. Nach Angaben des Unternehmens kam es auf dem Streckenabschnitt Rjasan 1-Lesok zu einem Stromausfall in der Oberleitung. Infolgedessen musste der Zugverkehr dort vorübergehend gestoppt werden. Inzwischen wurde der Verkehr teilweise wieder aufgenommen. Derzeit fahren die Züge nur über ein Gleis. Verspätungen betreffen Züge nach Moskau aus Samara, Saransk, Tscheljabinsk, Pensa, Uljanowsk, Toljatti und Orsk. Auch Züge von Moskau nach Saransk und Samara sowie der Zug Sankt Petersburg-Orenburg sind betroffen, teilte die Moskauer Eisenbahn mit. Bereits zuvor, am 2. März, kam es in der Region Perm auf der Sverdlovsker Eisenbahn zu einer Entgleisung eines Güterzuges. Nach Angaben des Ermittlungskomitees entgleisten 8 hintere Waggons eines Güterzuges, der Getreide transportierte. Einer der Waggons kollidierte mit der Lokomotive eines Elektrozuges. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand Schaden an der Eisenbahninfrastruktur. Außerdem wurden infolge des Ereignisses mehr als 40 Güterzüge sowie 3 Personenzüge verspätet. Die zentrale interregionale Transportermittlungsbehörde des Ermittlungskomitees Russlands führt derzeit eine Untersuchung wegen Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften im Eisenbahnverkehr und beim Betrieb von Eisenbahntransporten durch. Also liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich freue mich auf eure Fragen und Kommentare, die das Alltagsleben in Russland betreffen. Auf jeden Fall wünsche ich euch schönes Wochenende noch und alles Gute im Alltag. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.